Wir arbeiten an der Entwicklung von neuen Mikroskopiemethoden, die es uns ermöglichen, biologische Systeme mit möglichst hoher Auflösung, möglichst hoher Geschwindigkeit und möglichst hoher Empfindlichkeit abzubilden. Wir arbeiten prinzipiell an zwei unterschiedlichen Verfahren. Das eine ist ein bildgebendes Verfahren ohne externe Färbung und das zweite wäre ein Verfahren mit Färbung, also mit Fluoreszenzfärbung von Gewebe. Und das System, das mit den Fluoreszenzfarbstoffen arbeitet, kann auch sehr hochauflösend abbilden. Und die große Herausforderung dort ist, dass man das natürlich auch möglichst schnell machen möchte, um sich dann lebende Systeme, also lebende Zelle und Transferprozesse, Transportprozesse untersuchen möchte. Zum Beispiel HIV ist ein interessantes Target für uns, also ein Ziel, das wir uns gerne anschauen möchten. Und ein einzelnes HIV-Virus hat einen Durchmesser von etwa 130 Nanometern. Und das kann man mit einem herkömmlichen Mikroskop nicht mehr unterscheiden, wenn mehrere Virenpartikel in einer Zelle sehr nah beieinander liegen. Während mit unserem neuen System können wir diese einzelnen Virenpartikel auflösen und können uns auch deren Bewegung innerhalb der Zelle mit derzeit etwa 60 Bildern pro Sekunde ansehen. Das gibt es so derzeit eigentlich fast nur in Bielefeld mit dieser Geschwindigkeit und passiert quasi in Echtzeit. Also man sieht direkt, was man untersucht und sämtliche anderen Systeme untersuchen oder funktionieren nach Prinzipien, wo man quasi erst mehrere Minuten warten muss, bis man die rekonstruierten Bilder sich ansehen kann, während wir es direkt beobachten können. Nachteil dieses Verfahrens wäre, dass man die Proben auf jeden Fall anfärben muss. Also der Hintergrund ist eben, dass viele Probleme im Bereich der biomedizinischen Forschung auch mit Farbstoffen sehr gut gelöst werden können. Es gibt allerdings Fälle, in denen das nicht so einfach möglich ist, weil die Probe nicht angefärbt werden kann oder die Probe wird eben gestört und genau da setzen wir mit diesem Mikroskop an. Dort schaut man sich tatsächlich die Schwingungen der einzelnen Moleküle oder Molekülbestandteile an und kann das relativ selektiv anregen und zur Bildgebung nutzen. Der Messtag beginnt typischerweise damit, dass das Lasersystem vorbereitet wird. Es wird gestartet, es wird auf die gewünschte chemische Resonanz eingestellt, die wir uns anschauen wollen. Und dann wird natürlich die Probe vorbereitet, die wird präpariert in einigen Fällen, wird dann aufs Mikroskop gelegt. Wir haben also auch die Möglichkeit, die Probe zu bewegen und können uns dann an einem Messrechner den Scan-Prozess direkt anschauen, können selektiv schauen, was interessiert uns in der Probe und dann die Messungen aufnehmen. Ja, also das Besondere hier ist, wir haben das System auf Faserlaserbasis aufgebaut und das war eine Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe in Hongkong, die wirklich Spezialisten auf dem Gebiet der Faserlaser sind und der Entwicklung von Faserlasern. Das erlaubt es uns, dieses System sehr, sehr kompakt zu halten. And here in Bielefeld, we have a very good platform for optical imaging. We have multiple optical imaging modalities. So I feel if I come here, I can better utilize my fiber laser knowledge to improve the optical imaging systems. Ein großes Ziel ist es tatsächlich, mehr Richtung Gewebestrukturen zu gehen. Momentan haben wir hauptsächlich einzelne Zellen isoliert aus einem Zellverbund uns angesehen auf Glasoberflächen. Das ist natürlich ein sehr künstliches System. Wir wollen also schrittweise mehr und mehr in Richtung des reellen Systems gehen, sprich wir schauen uns derzeit Schnitte an von Leberproben. Man würde natürlich gerne sich diese Systeme auch noch lebend ansehen und da arbeiten wir darauf hin, das zu ermöglichen. Also wir sind ja auf der Seite der Laserquellen. Das heißt also, was wir erreichen wollen in der Zukunft, ist eben mehr Kontraste liefern, mehr chemische Selektivität liefern und das Ganze sehr kompakt und stabil machen, dass man es eben einfach in den Operationssaal reinfahren kann und anschalten kann. Was unsere Kollegen in anderen Arbeitsgruppen dann noch dazu liefern müssen, ist eben so ein Endoskopansatz beispielsweise, dass man direkt in einem Patienten Untersuchungen machen kann und da eben von den Vorteilen der CAS- und SAS-Mikroskopie profitieren kann.